bin in ein Land gereist, über das jeder eine Meinung zu haben scheint, aber kaum jemand ein echtes Bild. Jetzt nach 7 Tagen weiß ich, das hier war mehr als eine Reise. Es war ein Perspektivwechsel. 7 Tage, 2 Städte, unzählige Eindrücke. Ich bin in die Emirate gereist, nicht wegen der Hotels oder des Luxus, sondern aus Neugier. Ich wollte mir selbst ein Bild machen von einem Ort, der so oft diskutiert wird. Ich wollte wissen, ist es wirklich so modern, so sauber, so sicher, so zukunftsorientiert, so vielfältig und so offen? Dubai fühlt sich an wie ein Blick in das, was möglich ist. Wolkenkratzer wie aus Science Fiction. Eine Stadt, gebaut in der Wüste, mit der Vision, bis 2050 klimaneutral zu sein. Gigantisch, energiehungrig und gleichzeitig auf der Suche nach Nachhaltigkeit. Paradox? Vielleicht. Doch vor Ort wird klar, die Strategien sind vorhanden. Und die Umsetzung, die hat längst begonnen. Und dann ist da noch die Wüste. Endlose Weite. Stille. Sand, soweit das Auge reicht. Ein Kontrast, der fast surreal wirkt. Und gerade deshalb so tief in Erinnerung bleibt. Warum fühlt sich ein Ort mitten in der Wüste in so vielen Bereichen fortschrittlicher an, als das, was ich aus Deutschland kenne? Überall wird gebaut, Wachstum und Fortschritt sind sichtbar, an jeder Ecke. Die Straßen sind sauber, die Abläufe wirken durchdacht. Und das, was mich am meisten beeindruckt hat, der respektvolle Umgang mit unterschiedlichen Kulturen und Religionen wirkt wie eine Selbstverständlichkeit. Man begegnet sich auf Augenhöhe mit Höflichkeit und echtem Respekt, ganz egal woher du kommst. Natürlich hat auch Deutschland seine Stärken und Vorteile, aber der direkte Vergleich hat mich wirklich wachgerüttelt. Die Welt entwickelt sich rasend schnell weiter und nirgends wird das so spürbar wie hier. Die Emirate und auch andere Regionen der Welt legen einfach ein Tempo vor, bei dem wir in Deutschland aktuell schlichtweg nicht mithalten können. Ich frage mich ernsthaft, wie groß die Lücke in 10 Jahren sein wird, wenn es um technologischen Fortschritt, Lebensstandard und wirtschaftliche Perspektiven geht. Was mich besonders beeindruckt hat, ist auch die klare Vision, die die Vereinigten Arabischen Emirate für ihre Zukunft haben. Da kann man fast etwas neidisch werden. Welche Vision hat Deutschland eigentlich aktuell? Wie wird die Zukunft unseres Landes aussehen? Die aktuellen Entwicklungen werfen da zumindest einige Fragen bei mir persönlich auf. Zurück in die Wüste. Sicher ist auch hier nicht alles perfekt. Ich habe nur einen Bruchteil der Emirate gesehen, nur einen Bruchteil von Dubai und Abu Dhabi. Und doch war es ein Perspektivwechsel. In vielen Teilen der Welt gilt man als Deutscher als reich. Zugang zu kostenloser Bildung, ein Sozialsystem, Meinungsfreiheit, einer der stärksten Reisepässe der Welt, viele Jahrzehnte wirtschaftliche Stabilität und Wachstum. All das ist ein enormes Privileg. Und ich bin unendlich dankbar dafür. Reisen an sich ist schon ein Privileg. Und doch ist mir auf dieser Reise bewusst geworden, wie viel mehr möglich ist im Leben. Unser Umfeld prägt unser Denken. Und in Dubai herrscht einfach ein anderer Spirit. Aufbruch, Wachstum, Fortschritt. Mich persönlich inspiriert das ungemein. Auch wenn ich mich ehrlich gesagt teilweise fast etwas arm gefühlt habe, angesichts des dortigen Lebensstandards und der Preise, hat es mich ungemein motiviert, noch zielstrebiger zu handeln, größer zu denken und mutiger voranzugehen in die Richtung meiner Ziele. Ich möchte die Wahl haben, das Leben zu führen, das ich wirklich leben will. Und dazu gehört auch das Thema Finanzen. Ein Thema, über das wir in Deutschland viel zu wenig reden. Was in Deutschland oft viel erscheint, wirkt in Dubai maximal wie Mittelmaß. Bisher war ich vor allem in Ländern unterwegs, die wirtschaftlich eher schwächer oder auf ähnlichem Niveau wie Deutschland waren. Die Reise in die Emirate hat mein Weltbild in vielen Punkten auf den Kopf gestellt und ich spüre, dass mich diese Erfahrungen noch sehr lange begleiten werden. Ich bin nicht hierher gekommen, um alles zu verstehen. Aber ich bin gegangen mit etwas, das viel wertvoller ist als eine Meinung. Mit einem eigenen Eindruck. Wenn du mehr suchst als nur schöne Bilder, sondern echte Gedanken, echte Geschichten,
Dann lass ein Like da, abonniere den Kanal und schreib mir in die Kommentare, was dich gerade beschäftigt. Was denkst du über das, was du gerade gesehen hast? Ich bin gespannt auf deine Perspektive.